Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem YouTube-Kanal. Es freut mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es wieder mal um ein sogenanntes Technikvideo. Genauer gesagt geht es um einen Pumpentest. Nun, ich habe von der Firma Marine Aqua Luxemburg eine Versuchs- oder eine Testpumpe zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar nennt sich das gute Stück MP50 M3 und diese Pumpe ist eine echte Propellerpumpe. Warum Propellerpumpe? Vielleicht kurz zur Erklärung. Ihr könnt das, glaube ich, gut in der Kamera sehen. Wir haben hier ein Laufrad, das wie ein Propeller, wie ein Flugzeugpropeller ausgeformt ist. Diese Propellerpumpen sind sehr energieeffizient. Das heißt, sie können eine relativ große Wassermenge sehr gut bewegen bei einem ganz niedrigen Stromverbrauch. Der Nachteil der Propellerpumpe, an dieser Stelle auch erwähnt, sie sind nicht gebaut, um eine Förderhöhe zu überwinden, sondern diese Pumpen eignen sich hervorragend in Schwerkraftsystemen, wo wir hergehen und das Wasser eigentlich nur im Kreis bewegen, ohne jetzt eine Höhe zu überwinden. Wenn man jetzt zum Beispiel so einen Rieselfilterturm hat und möchte da jetzt das Wasser 1 oder 2 Meter in die Höhe pumpen, dann ist das nicht die richtige Pumpe. So viel einmal sei gleich vorweggenommen. Aber wenn du einen Trommelfilter, einen Bürstenfilter, einen Endlosbandfilter hast und das Ganze sich auf Teichniveau befindet und du sehr energieeffizient eine große Menge an Wasser bewegen möchtest, dann sind Propellerpumpen etwas sehr Hervorragendes. Nun, und Sam von Marine Aqua Luxemburg war so freundlich und hat mir hier dieses Testmodell zukommen lassen. Viele von euch werden Sam auch kennen. Er hat in Europa diese sogenannten Pilzkopfpumpen sehr populär gemacht und hat sogar einige Pilzkopfpumpen speziell für Kunden dann adaptiert, um sie noch wirkungsvoller, noch effektiver betreiben zu können. Was ist jetzt der Unterschied zur Pilzkopfpumpe? Wenn man sich das so vorstellt, dann wäre es fast eine Pilzkopfpumpe zu dieser neuen Pumpe. Und diese neue Pumpe kann man vollständig im Wasser untertauchen. Das heißt, sie kann vollständig im Filter zum Beispiel versteckt werden, hat aber auch die Möglichkeit, dass man sie trocken aufstellt. Also ich kann hier zum Beispiel die Pumpe direkt am Trommelfilter, am Bürstenfilter anschließen und habe hier dann den Abgang zurück in den Teich. Was die Pumpe leider nicht kann, ist, dass man sie senkrecht einbaut, vertikal, sondern diese Pumpe muss immer waagrecht oder horizontal montiert werden. Das hat auch einen Grund, damit sollte einmal Luft in das Laufrad oder durch das Laufrad eingesaugt werden, dass diese Luft auch entweichen kann. Wenn man sie senkrecht einbaut, dann würde die Luft im Motor stehen bleiben und über kurz oder lang zu einem Schaden am Motor führen. So viel einmal zum Einbau von dieser Pumpe. Was hat diese Pumpe noch besonders? Nun, ich denke, anhand des Motors werden viele sagen, ja, diese Bauart vom Motor kommt mir von sehr vielen gängigen Teichpumpen sehr bekannt vor. Und das stimmt auch, denn auch diese Pumpe verfügt jetzt über einen Controller, mit dem man stufenlos die Leistung einstellen kann. Und das ist sicherlich ein sehr nettes Gimmick, wie ich finde, dass ich meine Pumpenleistung je nach Bedarf im zum Beispiel Jahresverlauf ändern kann, ohne dass ich jetzt etwas umbauen muss. Das heißt, im Winter zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich will meine Umwälzmenge um 50% reduzieren, dann gehe ich zum Controller, regle die Pumpe runter, spare mir einerseits eine Menge an Strom und andererseits habe ich dann einfach eine geringere Fördermenge, ohne dass ich da jetzt einen Kugelhahn, einen Schieber oder sonst irgendetwas stellen muss oder mir irgendwo Gedanken machen muss, wie kann ich das jetzt vernünftig realisieren. Nun, vielleicht kann man es im Hintergrund erkennen, jetzt kommt der berühmte Maurerkübeltest von mir, denn anhand von Volumen und Zeit kann man sehr gut die geförderte Wassermenge ermitteln und das werde ich in der Folge jetzt machen und dazu könnt ihr natürlich wieder dabei sein. Da werde ich euch dann wieder zusehen lassen und könnt ihr selbst anhand der Zeitleiste von YouTube schauen, wie lange es dauert, bis der 90 Liter Kübel gefüllt ist. Anhand dieser Daten rechnen wir uns die beförderte Wassermenge aus und ich hänge auch mein Strommessgerät dazwischen. Der Controller hat eine Anzeige in Watt.
dann können wir das vergleichen, inwieweit das zusammenpasst. Aber dazu jetzt gleich mehr. Ja, mein gewohntes Setup habe ich aufgebaut, wie immer 20 cm Förderhöhe, und zwar rechne ich das bis zur Rohroberkante. Da habe ich schon einige Tests so durchgeführt und somit habe ich dann auch Vergleichswerte und kann mir das anhand der anderen Daten mit der zum Beispiel Aquaforte HF 25000 oder auch mit der Jebo EP200, also diese Pilzkopfrohrpumpe, kann ich dann diese Daten vergleichen, die wir heute ermitteln. Wie immer unser 90 Liter Mörtelkübel. Die Kunst ist es einfach, den konstant unter den Auslauf der Pumpe zu halten. Das wird dann vor allem bei größeren Fördermengen etwas schwieriger. Anhand der Zeitleiste könnt ihr euch dann ausrechnen, wie viel Liter gefördert wird. Wir starten mit der Messung jetzt. So, die 90 Liter sind voll, genau jetzt, und haben unseren ersten Messpunkt. Da ich selbst die Pumpe noch nicht ausgelittert habe, könnt ihr, sofern ihr Interesse habt, das ja selbst einmal machen. Aber am Ende werde ich dann alle Messpunkte euch zeigen und euch das in einer Liste zur Verfügung stellen, die Werte. Auf dem Controller habe ich jetzt 30 Watt eingestellt, 33 Watt ist die Anzeige. Die nächste Messung machen wir bei 58 Watt. Das heißt, wir haben jetzt eine Stufe übersprungen, da war noch dazwischen, glaube ich, mit 44 Watt eine Einstellung. Jetzt aktuell haben wir 58 Watt am Controller eingestellt. Die Messung vom Energiemessgerät sagt 60 Watt. Also das ist durchaus vertretbar, eine kleine Abweichung, aber nicht der Rede wert. Die 90 Liter starten jetzt. Die Wanne ist voll, wir können stoppen und zur nächsten Einstellung übergehen. Natürlich ist das jetzt keine ganz genaue Messung, vergleichbar mit einer Ultraschallmessung, wie das zum Beispiel manchmal gemacht wird. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass wir eine grobe Richtung haben. Stimmen die Daten überein oder beziehungsweise in diesem Fall hier gibt es eigentlich keine Daten zur Pumpe, sondern das sind jetzt Praxiswerte, Erfahrungswerte. Was schafft die Pumpe, bei welcher Einstellung, das wird ganz grob ermittelt. Jetzt habe ich am Controller eingestellt 102 Watt. Tatsächlich aufgenommen werden 103 Watt laut Energiemessgerät. Und bei 100 Watt kommt da schon ordentliche Wassermenge raus. Wir starten jetzt. Wanne ist voll, stopp. Also da ist schon richtig Musik drin bei der Pumpe und das bei 100 Watt. Da bin ich gespannt, was die wirklich dann bei der Maximalleistung schafft. Wir haben da noch ein paar Stufen. Jetzt machen wir wieder von den 100 Watt 2 Stufen nach oben. Da sind wir irgendwo bei 132 Watt laut Controller. Laut Energiemessgerät brauchen wir 133 Watt, also das stimmt sehr, sehr, sehr genau. Diese Anzeige, aktuell Einstellung 133 Watt und wir starten jetzt. Und wir sind voll. Es geht relativ schnell.
Vorteil, wenn man eine starke Pumpe hat, die Messungen dauern nicht so lange. So, last but not least, volle Pulle, Maximalleistung, 160 Watt laut Display-Pumpe, 160 Watt laut Display-Controller. Und da ist richtig Musik auf der Pumpe. So, wird schon etwas schwieriger. Und jetzt. Ich denke, das müssen wir wiederholen. Jetzt ist mir die Wanne verschoben. Auch das kommt vor. Aber so leicht gehen wir nicht auf. Zweiter Versuch. Jetzt. Und die Wanne ist voll. Puh, das geht so schnell und ist schon so schwierig, dass man die Wanne da ordentlich noch führt. Aber ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse. Zeige ich euch das noch kurz, was hier los ist. Es ist nämlich wirklich beeindruckend, was diese Pumpe an Wassermenge vor sich herschiebt. Also ich denke, ihr könnt an meinen Worten schon erkennen, dass ich wirklich fasziniert bin von diesem Teil. Aber schaut euch einmal das an, was da hier abgeht, was da wirklich rauskommt. Unglaublich, oder? Das Ganze bei 160 Watt Stromaufnahme. 161 Watt sagt das Energiemessgerät, 160 Watt der Controller. Mein Nachbar nutzt das schöne Wetter, um mit seinem Motorrad auszufahren, während wir das schöne Wetter nutzen, um hier einen Pumpentest am Teich zu machen. Echt brutal, was diese MP50 M3 hier für eine Menge an Wasser vor sich her bewegt. Unglaublich. Ja, ich werde jetzt die Daten auswerten, eine Liste erstellen und mich dann nochmal melden. Ja, ihr wart wahrscheinlich genauso gespannt wie ich, was die Ergebnisse jetzt meines Leistungstests erbracht haben. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, wir haben 20 cm über Wasserniveau die Pumpe installiert gehabt, also eine Förderhöhe von 20 cm und das Ganze dann in verschiedenen Schritten durchgetestet. Anhand der Zeitleiste kann man sich jetzt die Dauer ausrechnen, wie lange habe ich gebraucht, um diesen 90 Liter Kübel mit Wasser zu füllen, und daraus lässt sich dann ermitteln, welche Förderleistung die Pumpe tatsächlich bringt. Und die erste Einstellung war ja die 30 Watt Einstellung, wo wir gesagt haben, die Pumpe nimmt tatsächlich 33 Watt auf, und da haben wir sage und schreibe 16.200 Liter befördert. Mit 60 Watt, also mit der doppelten Leistung, waren wir dann schon bei 24.900 Litern in der Stunde. Bei 103 Watt haben wir 36.000 Liter befördert, bei 133 Watt 40.500 und bei 160 Watt, jetzt sind da ein paar lästige Fliegen, bei 160 Watt waren es insgesamt 46.200 Liter. 160 Watt, 46.200 Liter bei 20 cm Förderhöhe. Und ich denke, die Zahlen, die sprechen für sich, dass diese Pumpe wirklich ein ganz tolles Produkt ist und uns Sam hier nicht zu viel versprochen hat, wenn er gesagt hat, er hat da wirklich was Cooles wieder auf den Markt gebracht. Ich habe mir hier ein paar alte Daten von meinen Tests herausgeschrieben. Meine Propellerpumpe, die ich derzeit im Einsatz habe, die hat zum Beispiel bei 83 Watt 21.600 Liter gefördert. Das heißt, jetzt mit dieser neuen MP50 M3 könnte ich mit der Hälfte an der Leistung
dieselbe Menge Wasser befördern. Also echt super. Oder wenn man jetzt auf eine andere Pumpe geht, diese Sunsun CF 26.000, die zwar extrem günstig im Einkaufspreis ist, aber 124 Watt, 15.000 Liter. Dagegen 33 Watt, 16.000 Liter. Und ich denke, die Zahlen, die sprechen da schon für sich. Und wie gesagt, das, was mir gefällt an dieser Pumpe ist, das Prinzip ist simpel, einfach und wirklich erprobt. Denn diese Propellerpumpen, die kennen wir und die laufen schon jahrelang mit diesen Pilzkopfpumpen. Das heißt, es ist keine neue Erfindung, sondern es ist ein bewährtes System, das wirklich gut funktioniert. Das ist auch ein großes Hexenwerk im Endeffekt. Dieser Flügel, das Laufrad ist vorne gelagert und drückt das Wasser einfach gegen die Pumpe. Nun, das wirklich Neue daran, und das ist letztendlich auch das, was nicht so einfach zum Nachmachen ist, wo eben wirklich viel Know-how dahinter steckt, ist sicherlich der Motor. Der Motor wurde extra von SEM mit seinem Hersteller angepasst an die Anforderungen einer derartigen Propellerpumpe. Ja, und nicht zuletzt, was das Ganze abrundet, ist natürlich der Controller, wo ich insgesamt 10 Leistungsstufen einstellen kann und dadurch die Pumpe in einem wirklich großen Spektrum, in einem riesigen Leistungsspektrum eigentlich optimal regeln kann. So, genug des Schwärmens. Ich bin für heute fertig. Ich hoffe, euch hat dieser Pumpentest gefallen. Es würde mich auch freuen, wenn ihr wirklich da Interesse an dieser Pumpe habt, obwohl ich selbst jetzt nichts davon habe, aber ich vergunne es oder gönne es SEM einfach, dass seine Arbeit auch belohnt wird. Denn was schätzt ihr, was kostet so eine Pumpe? Und ich habe schon gesagt, weit unter 1000 Euro. Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut, die Pumpe bietet SEM für unter 500 Euro an. Und für die Leistung, die diese Pumpe bringt, kann ich wirklich nur sagen, ist das ein echtes Schnäppchen. Solltet ihr Interesse an dieser Pumpe haben und weitere Infos benötigen oder Infos haben wollen, dann blende ich euch jetzt hier unten die E-Mail-Adresse von SEM ein. Da könnt ihr direkt mit ihm Kontakt aufnehmen oder im Notfall könnt ihr natürlich auch gerne hier im Video Kommentare hinterlassen oder mich direkt anschreiben. Auch ich kann euch den Kontakt zu SEM herstellen. Ja, das war's heute mit der Pumpenvorstellung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir hören und sehen uns sicher bald wieder. Euer Roland.